Servus zusammen. Ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für Freebooters Fate. Im heutigen Video möchte ich euch 3 Erweiterungsbücher vorstellen, und zwar die Hefte Tales of Longfall 5 bis 7. Diese Tales of Longfall Hefte sind Erweiterungen zum Spiel Freebooters Fate und damit mal grundsätzlich nicht zwingend erforderlich für das Spiel selbst, aber auf jeden Fall immer interessante Erweiterungen dabei. Und von der Veröffentlichung her sind sie nummeriert, eben Tales of Longfall Nummer 5, das Szenarienbuch ist das, was als erstes erschienen ist von den dreien hier, also die älteste Ausgabe. Danach kam das Schattenbuch mit Tales of Longfall 6 und Tales of Longfall Nummer 7 ist die letzte Erweiterung, die für das Spiel erschienen ist. Und wie der Name schon sagt, Szenario Nummer 2, auch damit eine Erweiterung zum Szenarienbuch mit mehr Möglichkeiten. Und daher werde ich auch erstmal das Schattenbuch zur Seite legen, auch wenn das zwischen den beiden Szenarienbänden erschienen ist, und werde mal mit den beiden thematisch beginnen, weil sich die recht ähnlich sind. Und daher starten wir gleich mal mit dem Tales of Longfall Nummer 5. Wie gesagt, diese ist die ältere Variante, ist das erste Szenarienbuch, das erschienen ist zu Freebooters Fate, die zweite Edition, und enthält so die typische Aufmachung, die man auch kennt aus den anderen Bänden. Man hat eben am Anfang wieder ein paar Hintergrundseiten, so 3, 4 Hintergrundseiten, die ein bisschen den Hintergrund weiterspinnen. Soweit ich jetzt noch sagen kann, diese Hintergrundinformationen sind ganz nett aus den beiden Szenarienbänden, bringen den Hintergrund per se jetzt aber nicht so sehr weiter, sondern es sind mehr so kleine Geschichten, würde ich mal sagen. Und ansonsten bekommt man hier in erster Linie verschiedene Szenarien. Was haben wir hier im Szenarienband Nummer 1? In erster Linie neben der Einleitung und dann einer kurzen Regelinformation, die aber eigentlich keine neuen Regeln in der Hinsicht einführt, sondern nur ein bisschen was beschreibt bezüglich Ruhmpunkte, gibt es dann eben eine Reihe von Szenarien, die hier dann enthalten sind. Davon auch ein paar bekannte wie Dodojagd oder auch die Schatzsuche, die es auch in Büchern der ersten Edition bereits gegeben hat, und eben noch eine ganze Reihe weiterer neuer Szenarien, die das Spiel eben abwechslungsreicher gestalten sollen, was auf alle Fälle gelungen ist, auch mit so Szenarien wie eben Goldraub oder Flaggenhissen. Wobei Flaggenhissen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es da nicht auch schon eine Mission gab in der ersten Edition von Freebooters Fate. Ich glaube aber nicht. Also auch die dürfte hier neu sein in diesem Band. Oder auch bei der Feuermission ist auch einiges dabei mit Interaktion, was Gelände betrifft, beziehungsweise mit so Brandherden. Ist auch wieder ein bisschen ein anderer Punkt. Aufbau wie bekannt, hier auch die Schatzsuche, dann mit Aufstellungsvarianten für 2 oder auch für bis zu 4 Spieler. Und dann eben die Beschreibung, wie das Szenario gespielt wird. Das ist eben für jedes Szenario so abgebildet. Und das war es dann auch schon mit diesem Band. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Zusammengefasst nochmal ganz kurz. In erster Linie ist das eine Erweiterung zu den Missionen aus dem Grundbuch, bringt diese ein bisschen weiter voran, um mehr Auswahl zu haben, und bringt auch ein paar alte Szenarien wieder zurück, die man aus der ersten Edition kennt, jetzt eben angepasst an Freebooters Fate 2. Und das bringt uns hier jetzt zur letzten Veröffentlichung, und zwar dem Szenarienband Nummer 2, Tales of Longfall 7. Der ist, soweit ich jetzt weiß, heuer erschienen.
Erste Auflage, ja, April 2021 ist das neueste Buch. Grundsätzlicher Aufbau eigentlich komplett gleich. Man bekommt hier wieder die typische Aufmachung, wie man sie kennt. Es beginnt hier wieder mit 3-4 Seiten Hintergrund, der das Ganze ein bisschen weiterspinnt. Soweit ich mich hier jetzt noch erinnern kann, dieser Hintergrund hat überhaupt so gesehen noch weniger Einfluss auf den generellen Hintergrund, sondern da ist alles um ein bisschen mehr so zusammen aufgebaut innerhalb dieser paar Seiten und hat sonst keine weiteren wirklichen Auswirkungen auf den Fluff. Und eben ansonsten dann wieder geht es weiter mit eben Einleitung. Und hier gibt es überhaupt nichts in Richtung Regeln, denn alles, was zu den Regeln hier im letzten Szenarienband enthalten war, ist auch hier gültig, diese paar Absätze. Daher hier keine Regelinformationen, sondern es startet gleich mit den neuen Szenarien, die, glaube ich, dann soweit auch alle komplett neu sind. Da gibt es nichts, was irgendwie aus der ersten Edition mir jetzt aufgefallen wäre, was hier einfach angepasst wurde, sondern es dürfte wirklich alles recht neu sein. Eine Thematik, die hier dann recht interessant ist, auch in Bezug auf aktuelle, nach wie vor Situationen, neben ganz normalen Szenarien, die wir hier dann drinnen haben im Buch, gibt es weiter hinten diese NSC-Regeln für die 3, ich glaube es waren 3, genau, es gibt hier diese Regeln, wo wir gerade waren, für die NSC-Charaktere. Somit ist es eigentlich dann möglich, auch ohne einen Mitspieler zu spielen, und im Zusammenhang damit gibt es dann hier diese Szenarien in Kapitel 5, die für Einzelspieler, für Solospiele gedacht sind, mit eben Großwildjagd. Da muss man eben, wie der Name schon vermuten lässt, gegen eine Großfigur antreten. Gefahr im Unterholz, da kommen verstärkt Tiere zum Einsatz, und Sperrstunde ist auch ganz interessant, weil hier hat man dann so Patrouillen, die hier in den Straßen von Longfall unterwegs sind, und es gibt weiter die Karten für diese NSC-Charaktere, die es im Spiel gibt, und auch noch typische Marker, die man dann wieder für die Szenarien benötigen könnte, die man sich dann hier kopieren darf. Von diesem generellen Grundgedanken her finde ich dieses Buch sehr interessant, vor allem in Bezug auf dieses Kapitel 5 mit diesen Solo-Spielen. Eine Sache, die mir dabei nur etwas negativ aufgefallen ist, sind die Szenarieninhalte. Denn für mich persönlich habe ich festgestellt, ich kann kein einziges Szenario daraus spielen. Ich wollte euch eigentlich im Sommer heuer da eine kleine Kampagne präsentieren mit diesen 3-4 Spielen, habe aber dann gemerkt, ich bräuchte eigentlich alles, was für diese Szenarien irgendwie notwendig wäre, müsste ich mir noch kaufen. Für das eben erste Szenario bräuchte ich eine Großfigur, da habe ich aktuell keine einzige davon. Für Gefahr im Unterholz, für das zweite Szenario sind dann mehrere Tiere benötigt, von denen ich auch nichts habe, weil ich keine einzige Figur besitze, die tierbändiger ist. Und für Sperrstunde ist schon einmal das Problem, dass Gelände, denn da würde ich doch vorschlagen, sehr viel mit Gebäuden zu arbeiten und doch die Stadt versuchen nachzustellen in irgendeiner Form, um genug Gassen und Wege zu bekommen, und das ist mit meinem Gelände auch schlicht und ergreifend im aktuellen Fall nicht wirklich möglich. Das kann zwar in gewisser Weise ein bisschen umgangen werden, eben aufgrund der Marker, die man hinten kopieren kann. Da gibt es eben Tiere oder auch verschiedene Marker für die Patrouillen, aber vor allem für einen Spielbericht und für so einen Kampagnenberichte habe ich mir dann doch gedacht, sieht es wahrscheinlich nicht so cool aus, mit nur Markern zu arbeiten. Da sind doch die Figuren interessanter, und vor allem auch für die Großfigur, die man fürs erste Szenario brauchen würde, wäre das ganz interessant. Aber
Aber aus dem Grund habe ich mich dazu eben entschlossen gehabt, das Szenario nicht zu machen oder diese Kampagne, diese kurze. Aber ihr könnt es mir zumindest mal in die Kommentare hier schreiben unter dem Video, ob euch das interessieren würde. Dann könnte man ja nochmal darüber nachdenken und sich anschauen, wie man das eventuell in nächster Zeit mal, nächstes Jahr umsetzen könnte. Ja, und so viel dann zu diesem Szenarienbuch Nummer 2. Wie gesehen, ist ähnlich aufgebaut wie das erste Szenarienbuch mit eben neuen Kampagnen und diesen Solo-Spielmöglichkeiten mit den Regeln für NSCs, die dann auch Regeln dafür haben, wie diese aktivieren. Also ganz interessant gemacht, meiner Meinung nach. Und das bringt uns jetzt zum letzten Heft, und zwar dem Band, der dazwischen erschienen ist, zwischen den beiden Szenarienbänden, dem Buch für die Schatten. Ist auch eine Erweiterung für Freebooters Fate. Ist für die meisten Spieler aber, würde ich behaupten, nicht so interessant, da rein schon vom Namen ganz klar ist, hier dreht sich alles um die neue Fraktion der Schatten. Schauen wir mal rein, was wir hier bekommen. Wieder typischer Aufbau, den man kennt von den Freebooters Fate Heften. Dann gibt es wieder die Einleitung mit einigen Seiten Hintergrund, die auch üblichen 3 bis 4 Seiten, wie wir sie gekannt haben, aus den Szenarienbänden zuvor. Interessant hier ist nur, und daher würde ich das Buch dann eventuell sogar Nicht-Schattenspielern empfehlen, der Hintergrund, der hier weiter gesponnen wird, ist der auch relevant ist und weitergeht von dort, wo das Mannschaftsbuch aufgehört hat, wo die Schatten befreit worden sind. Genau dort an dieser Stelle setzt dieser Fluffteil hier ein und geht dann auch weiter über das ganze Buch mit den eben verschiedenen Einträgen zu den verschiedenen Charakteren, die man spielen kann bei den Schatten, wo ein großer Teil davon ja mittlerweile auch schon erschienen ist, mit eben Regeln, Dublonenkosten und hier immer auch dem, wie man es auch kennt aus dem Mannschaftsbuch, dem Fluffteil zu der jeweiligen Figur. Das geht hier weiter und baut somit auch den generellen Hintergrund dann weiter aus, nicht nur zu den Schatten selbst, sondern generell zur Welt von Freebooters Fate. Und daher würde ich auch sagen, aus flufftechnischer Sicht könnte dieser Band für jeden von Interesse sein. Ansonsten wirklich den kompletten Umfang nutzen kann eigentlich nur jemand, der auch die Schatten auch spielen möchte. Denn eben, wir hatten jetzt den Hintergrundteil, der sich eben hier über die ersten 3, 4 Seiten zieht und dann wird weiter hinten noch einmal bei den einzelnen Charakteren weiter gesponnen wird. Und ansonsten gibt es eben hier noch, wie man sieht, einen Bereich ab Seite 8 dann mit Mannschaftsregeln und allgemeinen Regeln und neue Sonderregeln, die dann eben Dinge beschreiben, wie die Schatten zu spielen sind, wie wird eine Mannschaft der Schatten zusammengestellt, was muss man dafür einhalten, und es werden auch die generellen Schattenregeln, wie zum Beispiel die Schattenmacht erklärt auf diesen Seiten in den Regeln, wie das funktioniert. Das hat man eben hier auf diesen Themen zusammengefasst, wie das Anheuern eben funktioniert, wie die Schattenmacht funktioniert, dann eben auch mit Ausrüstungen, wie das gehandhabt wird bei den Schatten, weil da gibt es ja auch unter anderem ein neues Kartendeck mit Ausrüstungskarten, die speziell nur für die Schatten sind, zum Großteil oder komplett. Und ansonsten der andere restliche größte Teil des Hefts setzt sich dann wieder zusammen aus den verschiedenen Charakteren, Anführer, Gefolge und Spezialisten, was wir vorher gesehen haben. Hier mit den Erklärungen, ein bisschen Fluffteil und eben den Regeln und Dublonenkosten. Dann ganz zum Schluss gibt es noch hier ein Szenario mit wieder ein paar Markern, die man sich kopieren kann. Und damit sind wir schon durch. Ein kurzes Buch für die Schatten als Erweiterung für Freebooters Fate. Ich würde es auf alle Fälle, wie ich schon sagte, jedem empfehlen, der
die Scharten spielen möchte, um eben an die Regeln dann auch zu kommen, die speziell für die verschiedenen Figuren notwendig sind, die die Scharten so verwenden können.